Hallo Frus, ik wil jullie zeggen welkom heute in trainen deze leven voor video's. Ik zie Mary Fair. Dankzij voor met ons op God zijn woord studieren. En we zijn in 1. Petrus kapitel 3, vers 18. En Petrus heeft geroepen deze mensen, die im Glauben zijn aan den Herrn Jesus Christus, dat heeft geroepen gezegd dat zij worden lieden voor ihr Glauben. En zo nu wordt hij het grootste en het beste beispiel brengen zum End. Motorspreken en zijn, kijk maar wat Jezus geleden heeft voor jullie. En zo, we worden voor ons Glauben moeten leiden, want we wirklich willen ons Glauben uitleven voor den Herrn Jesus Christus, dus dat gevonden heeft. En zo, Jezus heeft geleden voor ons. En zo, van daar waar we kijken, van wat, kijk maar wat Jezus gedaan heeft. En deze nächste paar video's, daar waar we van reden, van kijk mal, wat Jezus gedaan heeft. En van daar waar we van vers 18 reden. En de beste ding wat we kunnen doen, wat we voor ons Glauben leiden doen, oder wat we in anderen zijn, wat we voor our Glauben leiden doen, als zum Entwiesen nur Jezus en zijn. Het moet spreken en zijn dat Jezus heeft ook voor ons geleden. En dat we hebben van geredet, van wanneer we leiden doen voor ons Glauben, dat zijn we gezegend. En zo, we freuen ons dat we Gott zijn woord hebben, dat we gaan motorspreken vangen voor dit. En zo, we vers 18 lezen en we moeten zijn wat God te ons te zijn heeft van jou. Dat zegt es, dat wils Christus sterft ook eenmaal voor al ons zinden. De gerechte voor de ongerechte. Dat hij ons met God te brengen kan. Zijn Körper wordt doodgemerkt, aber zijn geest leeft wieder. So, Jezus Christus, der starb für alle Menschheit. Und so, wir weten dat Jezus wir Gott sehen. Er wird sehen von den lebenden Gott. Und er starb einmal für alle Sünder. Im Englischen sagt er, dass er auf einmal geleden für alle Sünden. Und das meint, dass Jesus starb für die Sünden, die begonnen werden, euer Heil gekommen wird, und auch den Tag, wo er hier wird, auch in alle Zukunft, wo wurden begonnen worden, für alle Sünden, als er gestorben. In Hebräer 10, Vers 12, da sagt es, dass über das Priester hat ein einziges Opfer für die Sünden gebracht und sagt nu immer, wie Gott seine rechte Hand. So Gott, Jesus hat einmal ein einziges Opfer gebracht für all die Sünden, was da jemals begonnen sind und worden begonnen worden. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Und das meint für meine Sünden und für deine Sünden, als er gestorben. Wenn wir mal überdenken, alle Sünden auf der Welt, wie ab am gelegt, dort im Kreuz, und er hat dafür betont. Das soll uns bloß mal unsere Augen aufmerken, zu der Vergebung, was wir haben in den Herrn Jesus Christus, und der Läuf sein, was Gott für uns hat, dass wir wahrlich sein Sehen zu schenken für mich und für die, und für alle Menschheit, so dass wir nicht dürfen, ewig verloren gehen. Und so, Jesus, das sagt, dass Jesus sagt nicht, wie Gott seine rechte Hand. Und so, wenn wir nicht an uns glauben sollten in den Herrn Jesus Christus für die Vergebung für unsere Sünden, dann stehen irgendwie verdammt. Kriegst es all der andere, was du nicht am annehmen aus Heiland. Und so, das ist, was uns der Apport sagen von allen anderen falschen Glaubens, was sind auf dieser Welt. Und das sind gründlich viel. Und jeder einer von uns, wir wollen mal eine Antwort geben für diese Frau, was Jesus seine jüngere Frauen in Matthäus 16. Und so, diese Frau kommt nur dem, erstlich fragt er seine Jünger, wer seien Menschen, wer ich sie? Und dann sagen seine Jünger, eins zu sein, du bist Johannes der Baptist, und eins zu sein, du bist Elisha, oder Jeremiah, oder ein von den anderen Propheten. Aber und dann fragt Jesus hier eine sehr persönliche Frau zu seinen Jüngern. Er sagt es dort in Vers 15 und 16, in Matthäus 16, er sagt es dort, und er sagt an, und wer sei je, dort ich sie? Und Simon Petrus antworten und sagt, du bist der Christus, den lebenden Gott sehen. Petrus, den wir das Openbord von Gott selbst, wer Jesus wir. Dort wir am aufgemerkt von Gott, dort wird er nicht haben können selbst verstehen. Und so, in die Menschen, die haben ihre eine gedacht, wer Jesus ist. Wenn er denkt an die Jehovah's Witness, die nicht glauben, dass Jesus der allmächtige Gott ist. Und die glauben nicht an die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann die Mormons, die haben noch ein bisschen verschiedenste Ideen von wer Jesus ist. Und dort stammt überhaupt nicht mit
wer Jesus wirklich ist und was wir lesen in der Bibel, wer er ist. Und so, die Frau ist für uns alle. Und diese Frau, wo wir alle beantworten. Und wer sei wie, wer Jesus ist. So, wir müssen über das denken, wenn es wirklich, dass Jesus ist, den lebenden Gott sehen, wer gestorben ist für mich und für meine Sünden. Und so, Jesus sein Körper war tot gemacht für uns. Und Jesus, der starb in grausamer Tod für uns um Kreuz. Und nicht bloß im körperlichen, dort Leiden, aber dort sei im geistlichen Leben, wenn all die Sinn ab am gleich wird, wenn es du am Kreuz hängt dort. Und so, kriegt die Strafe von allen Sinn, was du ab der Welt jemals gewas ist. Und so die Frau, was wir uns selbst machen, Frauen ist, wer ist Jesus zu mir? Und wir müssen auch sagen, was ist dort? Wenn Paulus, der Schrift in Römer 6, Vers 23, ist, der Lohn, den der Sinn tut, ist dort. Gott überschenkt, dass wir leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Und so, der Tod wir die Strafe für jeden Gott gehen. Und die Schrift sagt, die Schrift redet von dort nicht bloß, dort wir dort im Körperlichen, aber dort wir dort servieren neugetran von Gott. In 1. Mose 2, Vers 17, da sagt es, 16 und 17, da sagt es das. Und Gott, der Herr, bestellt ohne den Mensch und sagt, du darfst von irgendeinem Baum im Garten eten, aber von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, was gut und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten, willst dort Wort unbedingt den Tod bringen. Adam, der dort nicht kriegt den Tag sterben, was Gott das ansieht. Aber das braucht nicht bloß den körperlichen Tod, dass sie nicht würden für einmal leben. Aber das braucht auch eine Trennung zwischen er und Gott. Und sie müssen den Garten Eden verloren. Und so, wir wollten dort sie werden getrennt von Gott. Und das braucht eine Trennung für alle Menschen. Wenn es Adam seine sind, werden wir alle getrennt von Gott. Und so, das wird eine Trennung, die wir für alle Ewigkeit, bitte, du wir einen Plan für die Rettung von der Menschheit. Und wir wollten, dass Gott hat einen Plan, das sagt, dass euer heute Grundlehre von der Welt, dann hat er auch einen Plan, um uns die Menschheit retten von ihrer Sinn. Und so, wir dürfen nicht für alle Ewigkeit getrennt sein von Gott. Der Jesus kam und hat wieder gerecht, der wurde für die Gerechte gestorben. Und so in Römer 4, Vers 6, da sagt es das, als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose zu der rechten Zeit. Und so, zu der rechten Zeit kam Jesus und er starb für uns. Eigentlich können uns selbst nicht halten. Und das wurde zu sehr gekämpft. Auch die Wahrheit, dass eigentlich, wir können nicht tun, um uns erraten. Wenn wir uns ab Jesus verloren. Heute ist der Vermittler für mich und für dich, dass wir geraten werden. Und in Römer 4, Vers 17, da sagt es das, durch Adam seine eine Sinn herrscht der Tod über allem. Aber da sich Gott seine große Gnade und Gerechtigkeit schenken lassen, sollen im Leben durch Jesus Christus herrschen. So hier kann wir auch sagen, dass Tod kommt durch einen Mann. Aber da sich Gott seine große Gnade und Gerechtigkeit schenken lassen, sollen im Leben durch Jesus Christus herrschen. So wir wollten dort wir können in Jesus seine Gerechtigkeit stehen. Das ist ein Geschenk für uns. Und so, durch einen Mann kam der Tod. Und dort die sind dort uns alle scheiden von Gott. Aber durch Jesus Christus haben wir dich angebracht. Er hat uns den Weg aufgemerkt, dass wir reich werden mit Gott. Und so, Jesus hat alles getan, was fehlt. Für mich und für dich. Er ist uns Vermittler. Und so, in 1. Timotheus 2, Vers 5, da sagt es das, willst du als ein Gott und du hast einen Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht. Der Mensch, Christus Jesus. Und dann in 1. Timotheus 2, Vers 6, für den nächsten Vers, da sagt er, dass sich selbst handelt und aus Leusgeld für alle Menschen, dass wir der rechte Zeit bewiesen dafür, dass Gott haben will, dass alle Menschen sollen gerettet werden. Und so wie wollten dort Jesus als uns Vermittler zwischen uns und Gott.
En hij zegt ook in Johannes 14 vers 6, ik zie de weg, die waarheid in dat leven. Keiner kan nem voeren, bloß durch mich. En so, wie kann das hier sein, dass Jesus hat die Leusgeld geteilt für alle Menschen. Dass wir können reich tun für Gott. Wir können in Jesus seine Rechtigkeit tun. In Hebräer 9, Vers 15, da sagt es das, dort ist, woran Christus der Vermittler von neuen Bund geworden ist, dort die von Gott gewählt sind, dort wir Aufgabe kriegen, dort an versprochen ist. Durch Jesus seinen Tod sind ihre Sünden vergeben. Da sei unja der erste Testament getan haben. Hier erst kommt das so sehr rührt, dass durch Jesus, durch was Jesus getan hat für uns am Kreuz, da an kann wir Vergebung finden von unseren Sünden. Und so, und wir können das aufgut kriegen, was uns versprochen ist. In Hebräer 9, Vers 24 bis 28, da sagt es das, Christus ging nicht in ein Heiligtum, das Menschen hängen, gebaut haben, aber bloß in ein Hinweis, ob dort wahrhaft wir. Er ging im Himmel selbst nennen, dort nu für uns, für Gott zu tun. Er braucht sich auch nicht immer wahre opfern. So als der hohe Priester alle Jahr mit fremd Blut in dort alle heiligste nennen ging. Das er muss viele Mal leiden, von Anfang von der Welt an. Er ist aber nu zu der letzten Zeit und für alle Mal für einen Tag gekommen und hat mit seinem einen Opfer den Sinn über sie gebracht. Der Mensch ist dort so bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. So wird auch Christus einmal geopfert, viele Menschen ihre Sünden wegzunehmen. Wir sehen, zweites Mal kommt, wird er nicht wegen Sünden wegnehmen kommen, aber er wird am die Terrain, die nur am Lernen. Und so, wie kann das hier sein, dass Jesus als selbst nahe gehen im Himmel nennen, für mich und für die. Und so, das sagt, dass da für uns, für Gott zu tun. So, er hat die Toolen gemerkt, was fehlt für die sind. Und so, er steht für Gott in unserer Stadt und er hat das betont. Und so, er ist nicht uns hoher Priester und er steht da an für uns. Und so, ich glaube, das ist bloß wunderbar, weil irgendwie kann gerat werden durch Jesus sein Blut und wo er hat den Weg aufgemerkt für mich und für die. Er ist uns Vermittler. So, die Frau, was wir uns von der wollen, Frauen ist, wer sei wie wer Jesus ist. Und wenn wir würden die Frau, kann wir wirklich sagen, dass ich glaube, dass Jesus als Gott sein sehen und dass er ist für mich gestorben. Und wenn ich am Annehmen als Heiland, dass ich kann gerecht werden für Gott. Und so, wir wollen uns glauben sagen in den Herrn Jesus Christus, wenn er ist der Vermittler für mich und für die. Und so, wir haben uns vertrauen ab am Saten. Ich weiß, dass ich mein Leben nur Jesus, das ist al 21 Jahre drei. Ich habe so viel mitgeschlafen von das Leben euer, wo ich Menschen gesagt habe, wo ich so mit kämpfen, ich weiß nicht, wo ich da alle so los waren, oder wohnen wir reich und wohnen wir reich. Und mich spürt sich so, immer war so, ich soll Jesus vom Frischen annehmen aus Heiland. Wenn ich dachte so, ich würde nicht mehr singen, hofft nicht, wenn ich Jesus annehmen aus Heiland. Und ich muss dort lernen, dass ich sein Rat weiß, was Jesus dort umkriegt für mich. Nicht weiß, was ich kann tun. Und krieg so, ich kann in einem Vorstehen in seine Gnade. Wenn wir nicht Jesus kommen und er durch seine Gnade unsere Sünden vergeben, durch seine Gnade wird er uns gehalten, bestehen bleiben in uns christliches Leben. Und so in Johannes 10, Vers 28, da sagt es das. Und ich gebe ein ewiges Leben und sie werden niemals ankommen und keiner kann da aus meine Hänge retten. Und das ist eine Wahrheit, was ich nicht weiß in meinem christlichen Leben, wenn ich nie geboren bin. Wenn ich dachte, so jedes Mal, wenn ich singen darf, dann bin ich wieder getrennt von Gott. Und ich muss lernen, dass in ihm stehe ich fest. Und immer da, dass er unser Leben umändern. Dass wir da so lauten als heute. Und so, ich habe das in der Motorsprache geben für die von Jünd, wo du krieg ab der Stadt stehen, wo ich dort als ein junger Christ. Dass ich das nicht weiß, dass ich bleib fest in ihm. In Römer 8, Vers 38 bis 39, sagt es das. Ich sehe mir sicher,
dort nicht Tod oder dort Leben, nicht Engel oder Gewalten, nicht jeden Wut oder Zukunft, nicht die Welt über uns und nicht die Welt unter uns, oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seine Leben schäden kann, da in Christus Jesus unseren Herrn ist. So, wenn wir in Jesus Christus sind, keiner kann uns schäden von seiner Leben. Und dann, das wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 24, dort sehen es das. Jesus selbst nahm unsere Sünden ab seinen einen Körper mit ab der Kreuz ab, dort wir für die Sünde sind und für die Gerechtigkeit leben können. Weil es durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Weil es erden uns verbisserte Schub. Aber je haben nu abgemerkt zu den Hort, der über jene Säulen wirkt. So, wenn du nu Jesus kommt für die Rettung von unseren Säulen, dann stehen wir gerecht vor Gott, wenn wir stehen in Jesus seine Gerechtigkeit. Und wir stehen doch fast. Wir dürfen nicht einmal zweifeln, aus Gott uns Wort richtsteiten oder aus wie geraten blieben, oder wenn ich ein Ding oder getan habe, einen Sinn begonnen habe, dann der Gott mir richtsteiten in Arm als die Säuligkeit. Und dort sperrt sich nicht ab, was ich tue. Aber wenn wir uns vertrauen sollten auf den Herrn Jesus Christus, dann bleibt er bei uns Leben am anderen. Und er hat eine innerliche Umänderung in uns. Wir sind nie geboren, wir sind eine neue Kreatur und wir stehen in seine Gerechtigkeit. Nicht in unsere eigene Wens wie Handscheine. Das sagt, der Gerechte starb für der Ungerechte. Und so irgendwie, wie wir in Ungerecht in Jesus kommen, vollkommen, dass er das Leben hier leben, so dass irgendwie können das Leben haben in Arm. Er ist uns Vermittler. So, wenn die Frau zu dir von der Gestalt wird, wer ist Jesus? Was wirst du sein? Wer wir sicher merken, dass wir ab der Grund bauen, dass Gott sehen, als was du gekommen ist für mich und für dich, für unsere Sünden gestorben, dass wir euer Leben haben und dass euer Leben fängt von der an, wenn wir ohne aus Heiland. Und so, Dankeschön für mit uns, dass Gott den Wunsch studieren, weil wir wiedergehen mit Vers 19 nächstes Mal. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen beim nächsten Mal. Dankeschön.